Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von LCE Performance. Heute mal wieder mit mir. Ja, es geht eigentlich heute weniger um Tuning im Speziellen und auch nicht um Sportquattro, sondern mal wieder um unsere Firma. Und heute haben wir einen tollen Besuch. Der Dustin ist da, genau. Und haben gesagt, wir nehmen ihn mal so ein bisschen mit durch die Werkstatt, zeigen ihm unsere Autos und... ich bin riesig gespannt. Ne? Normal ist auch schon mit am Start, Leute. Ja. Und ich glaube, das wird richtig gut. Ich habe ja schon in meinem Video gesagt, also ich war bis jetzt am Freitag war ich mal kurz hier, aber ich habe mich extra über nichts informiert und ich werde einfach viele Fragen stellen. Und deswegen so, ja, machen wir das einfach in dem Stil. Ne? Deswegen, ich hoffe, das ist gut. Ich glaube, dass er das sind auch viele Fragen stellt, die ihr da draußen an uns stellen würdet. Ja, und deswegen haben wir gesagt, macht das wahrscheinlich Sinn, dass wir das Ganze einmal so aufnehmen. Wir hätten auch einfach sagen können, wir laufen eine Runde, lassen die Kamera weg. Aber wir haben ja gesagt, eigentlich die Leute wollen ja schon wissen, was Sache ist. Und du stellst mit Sicherheit die eine oder andere Frage, was die Leute da draußen auch wissen wollen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Puh, legen wir los. Starten wir. Okay, krass. Also vorhin habe ich auch schon den 992 Turbo S von euch gesehen. So. Ja. Das ist jetzt so ein paar Tage, nachdem JP auch das Video gedroppt hat. Und also da müssen wir gucken, dass wir damit auf jeden Fall noch eine Runde fahren. Weil das muss das krasseste sein, glaube ich, was ich dann bisher gefahren bin. Weil bisher das stärkste war Tesla Model S Plaid und ich glaube, deswegen wird mich wahrscheinlich komplett vom Orbit hauen. Deswegen brutal. Vom Feeling auf jeden Fall. Ja. Also man braucht schon viel an Verbrenner, sage ich mal, um an eine Blade ranzukommen. Ja. Also was Leistung angeht. Aber das Feeling ist was komplett anderes beim Verbrenner. Das habe ich halt gemerkt, weil du ballerst da mit dem Ding so mal kurz entspannt 4,5 Sekunden 100, 200, aber durch das, dass du halt keinen Sound, kein Getriebe, kein Ruckeln und nichts, machst du das halt und beim dritten Mal hast du so, ja okay, hab verstanden, alles klar. Ist halt, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber emotionslos irgendwann so, ne? Ja, sehr steril, richtig. Emotionslos. Ich sag mal, die ersten 5 Mal bist du natürlich so ein bisschen hin und weg, weil du sagst, boah, wie kann das sein? Ne? Der greift so in den Asphalt rein und macht das immer wieder und muss das Auto nicht warm fahren, sondern du sitzt einfach rein, zack, rum, gib ihm. Ne? Aber wenn man dann mal so ein paar Kilometer gefahren ist, dann ja, okay. Ja. Und du kannst ja in jeder Lebenslage, egal wo du im Verkehr unterwegs bist, ob das auf der Autobahn bei 200 ist oder ob das bei 70 auf der Landstraße ist, du gibst einfach Gas und er tut es. Weil ihr habt ja auch einen, ne? Ja. Kommt da, also habt ihr da schon was im Plan bezüglich so einem Auto mal, so mit Elektro und ganzen Geschichten? Also da geht es um Weiterentwicklung, Design, dass wir einmal sagen, wir wollen vielleicht auch so ein bisschen optisch was anbieten, Thema Felgen wird jetzt kommen. Das bietet sich schon echt an, weil ich finde halt einfach das, was von Tesla geboten wird, ist sehr überschaubar und nicht unbedingt schön, was Felgen angeht. Das ist ja generell auch krass, finde ich, so die Amis mit Konfiguration wie Deutschen, da machst du so 2 Farben, bisschen Innenraum, 2 Farben, fertig. Rein von den Paketen finde ich es nicht schlecht, dass die Leute so ein bisschen abgeholt werden, weil manchmal, ich kenne das ja selber, war ja 18 Jahre bei BMW und dann hat man Kunden da sitzen, die Tage und Stunden damit verbringen, ihr Auto zu konfigurieren und dann, ach nee, doch nochmal anderes Leder und doch perforiert. Und da wird einem viel Entscheidung abgenommen. Ich merke es jetzt auch bei Sportautos, ist es noch viel schlimmer, sage ich jetzt mal, wie wenn ich heute zu Mercedes oder BMW gehe und mir ein Auto konfiguriere, weil ich hier wirklich nochmal mehr Möglichkeiten habe. Und wir haben aber nicht so einen Konfigurator und haben auch nicht 500 Lederarten da und so weiter, sondern eine gewisse Grundauswahl. Und dann ist es teilweise wirklich eine Reizüberflutung für den Kunden. Wenn ich konfiguriere, ich werde auch erstmal was geht schon los, welche Farbe? Da wäre schon bei mir keine Ahnung. Ja, und dann eben Kontrastnähte, Kontrastmuster, was für Muster etc. Also da sind ganz viele Sachen. Ne? Was für eine Farbe hat dein Auto, was für eine Farbe hat deine Felge, was für eine Farbe hat dein Bremssattel. Ne, das sind alles so Sachen, das kannst du ja alles. Ne, 12 Uhr Markierung. Soll es eher so angelehnt sein an die Farbe vom Bremssattel oder willst du doch über die Felgenfarbe dann nochmal wiederfinden oder so? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Da hinten sehe ich auch schon einen, ne? Ja, mal so ein bisschen vor ist ja noch eskaliert, weil ich sehe schon, wir können jetzt wieder jahrelang rumlabern. Das Ding finde ich auch richtig gut. Das sieht ja aus, also optisch 997 GT2 Richtung. Ist es ein GT2 oder ist es ein Turbo? Nein, ist ein Turbo. Okay. Ein bisschen Umbau, ne? Spoiler. GT2 Front, die Z, das sind die Superleggera, glaube ich. Oh geil, die Sitze, das sind Klappschaden. Mit Bügel. Das ist komplett GT2 Flügel? Ich
glaube, dass das ist, glaube ich, Zubehör. Das ist Okay, nichts ja doch, das sieht schon ein bisschen mehr nach Cup auch aus. Ja, Ne? Was habt ihr da alles gemacht, so leistungsmäßig? der fährt jetzt, glaube ich, nachher so eine 900 PS-Stufe. Ja, genau. Und das halt auf das niedrige Gewicht handgerissen und so, ne? Das muss ja so vom Ding. Aber Facelift, das heißt eigentlich kein Metzgermotor, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne das Auto nicht. Okay. Der kam jetzt erst letzte Woche rein. Ich müsste Meles tatsächlich mal fragen. Ja, alles gut, was kein wir da- Thema. Okay, krass. Aber ich glaube auch, dass er auf Facelift umgebaut ist. Okay, also noch vor Facelift Ich glaube, dass er vor okay. Facelift ist. Okay. Aber wird sich Weiß es jetzt aber nicht. Wird sich auch anbieten, weil der Metzgermotor, da kannst du easy 900 PS eigentlich machen. Ne? Da musst du nicht so viel eigentlich rumhauen. Und boah, also diese GT2 Heck. Auch mit dem Weiß, ich finde Weiß kommt auch immer mehr, gerade auch weiße Felgen theoretisch, die auch gerade immer mehr so kommen. Ja. Von hier, wo Ton man in es auch Ton, schon sehen hat. das kommt jetzt wieder. Super geil, oder? War ja auch meint eine ihr? Zeit lang echt verpönt, ne? Wo man gesagt hat, so, wenn du ein silbernes Auto hast, fährst du keine silbernen Felgen. Ja. Wenn du ein weißes Auto hast, fährst du keine Also weiße Felgen hauen mich gerade richtig um. Ich weiß auch nicht. Kommt jetzt gerade wieder. Sagt der schwarze Felgen fährt. Aber Leute, mal ohne Witz, so 997. Was findet ihr geil? Also ich finde, 997 hat richtig an Attraktivität gewonnen. Aber würdet ihr trotzdem lieber Richtung 991 gehen? Oder meint ihr auch mittlerweile so 997? Schreibt das mal drunter, das würde mich echt mal interessieren. Krass. Okay, ich sag mal, was die Preise so sagen, am Markt kommt der 997 wieder ganz stark. Weil Ja, die Preise aber wie? sind, Vor allem halt, wahnsinnig weil es halt so der angezogen. letzte Kleine ist, das merkt man, weil du hast so eine riesige Community darum, weil viele noch dieser letzte kleine, überschaubare halt so, ne? Ja. Weil der 991 halt echt gewachsen ist. Also deswegen kann ich schon verstehen. Ja. Okay, krass. Dankeschön. Dann machen wir weiter. Jetzt geht es ja eigentlich schon ins Eingemachte, kann man nicht sagen, oder? Das ist Genau. das war uns, darf man das eigentlich zeigen? Ja, das ist schon cool. Das ist ein Kundenauto, ja. Der geht nach England. Können wir aber zeigen, da können wir uns mit Sicherheit freuen. Okay, Je mehr okay. Videos, desto besser, sagen die Kunden immer. okay, Aber ja. kommt drauf an, es gibt solche und solche Kunden. Manche Ja, wollen es gar deswegen. nicht, manche Ja. wollen es unbedingt haben, aber das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, das ist so ein bisschen Hintergrund und was die Leute da draußen nicht so wissen, die Leute, die eine Firma haben, die Mitarbeiter haben, etc., die wollen es eher weniger, warum auch immer, aber man kann sich's denken. Ist dann etwas schwieriger, aber Leute wie jetzt der Kunde aus England, Privatpersonen, Okay. ist das kein Problem. Da hat er Okay, Spaß. ich gucke jetzt einfach mal, was ich so sehe und nehme euch jetzt einfach mal so mit. Also, Ja. Feld. Also erstmal sehe ich hier Bremsscheibe, sieht okay Stahl, das ist Kerl, Stahl. Der Stahl. Stahlscheibe ganz normal? Ja. Ist der von euch? Genau. Ja. Komplett eigen kreiert? Ja. Okay, krass. Genau. Die Felge, die sieht ja schon sehr auch dann originalgetreu eigentlich aus. Ist es eine Magnesium oder eine Alufelge? Das ist eine Alufelge, das ist auch unsere eigene. Da fehlt jetzt noch der Felgendeckel. Die haben wir eben mit Guido Performance zusammen gemacht. Ah, mit dem okay, Grüße gehen raus übrigens, Yusuf, ne? Genau. Sehr, sehr, sehr geiler Typ. Und vor allem auch, ich finde dieses, so ein R88 ist ja schon ein sehr geiler Serienslick, ne? Vor allem super laut auch. Dann hatte ich damals auf meinem E36 drauf, da habe ich den abgemacht, ja, was ist denn da los, ne? Klingt wie ein LKW, aber das ist brutal. Und vom Styling und vom Grip sind die echt Ja, sehr, sehr gut. kommt jetzt immer mehr, ich sag mal die sowieso, weil die Leute immer sagen, ja, was ist der beste Reifen? Ne? Das ist so wie wenn ich dich frage, was ist das beste Auto? Ne? Das kannst du so nicht beantworten. Ja. Und die Leute, die aber ausschließlich im Sommer fahren und doch schon eine gewisse Performance verlangen vom Auto, ist das natürlich der ideale Reifen. Ich sage für alle, die auch mal jetzt im Herbst, wenn es Laub auf der Straße liegt, bei Regen etc. fahren, wissen wir selber, brauche ich keinen Sportquattro fahren, kennst du es vom E36 auch noch, ist der halt bedingt, sage ich jetzt mal. Also ich muss sagen, alltagstauglich. nass an sich geht. Das Problem ist der Aquaplan. Ne? Das ist halt das Thema, was so an sich. Du hast weil halt der keine weiß- Verdrängung. Jetzt Genau. hast du halt hier, sag ich mal, eine Regengrille. Ja. Der damalige R888, der hat ja die Regengrille nicht mehr gehabt. Der hat ja ein reines V-Profil gehabt, der alte noch. Okay. Und aber wird jetzt immer mehr genommen. Und wie gesagt, es ist eine Schmiedefelge, ist ultra leicht im Vergleich zu einer Serienfelge. Serienfelge ist ja 15 Zoll, können wir nicht mehr fahren, weil wir eine größere Bremse drauf haben. 17 sogar, ja, okay. Ja. Aber ich finde vom Styling geil. Also was mir halt immer wichtig ist, ist halt Fleisch. Genau, Fleisch. Das Weil brauchen wir, diesen Trend mit Tire Stretch, ich finde zum Beispiel selbst beim 997 wäre mir das schon zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil, guck mal, gerade so 991 RS, ne, mit diesem 21 Zoll Rad und dann trotzdem Fleisch drauf. Ich finde, sexier wird es nicht irgendwie so, ne? Und diesen schon wirklich gut. Ja. Okay. Genau. Farbe, was das, weißt du den Namen? Ja. Ich bin gespannt. So Sherry Red. Sherry Red. Aber es ist eine Herstellerfarbe von einem Italiener. Vielleicht hast du eine Idee. Wer fährt so was? Ferrari. Ferrari ist es nicht? Ja, Italiener, es gibt so Ferrari, Maserati, Lambo, es gibt Dallara, es gibt Lancia. Nee.
bei dir wahrscheinlich ist auf dem Schirm, weil ich überlege mal, tut doch hier ein Auto, was schon so ein bisschen. Boah, jetzt kommt so Schätze, bin ich mal dabei. Also wenn das alles nicht ist, was ich das mache. Kein Ferrari rein. Ja. Alfa Romeo. Das ist schon traurig jetzt. Okay. Komposition rot, ja. Ist das. Und weißt du, wo es die Farbe gab? Auf dem 8C und auf dem 4C. Ah, ja. Da sind wir dann auch wieder bei Dallara, jetzt, weil Monocoque und so ist ja auch von Dallara. Ah, okay. Ja. Dallara ist schon krass. Also das ist so, was die da so abfeiern. Und dann auch in Bezug mit KTM und mit dem GTXR. Das oh. Krass, okay. Und ihr habt, also so ein bisschen Info, Zeitinfo habe ich ja davon gemacht. Das heißt im Prinzip, ihr habt einen normalen Sportquattro genommen oder so und habt den dann. Okay, ich bin gar nicht im Thema. Erstmal von der Begrifflichkeit, Sportquattro ist es am Ende des Tages. Ja. Genau. Und davor, wenn er lang ist, sprechen wir von einem Quattro Coupé oder von einem Urquattro. Das war das, okay. Genau. In der langen Form ist es immer eigentlich ein Quattro Coupé, was wir nehmen, weil der Urquattro ist zu schade und zu teuer. Der Urquattro hat ja schon ein bisschen Verbreitung. Genau, war ja auch schon breiter, war ja auch schon kürzer. Oder die gab es einen Bei? Der Urquattro ist lang. Urquattro ist immer lang, genau. Und dann hat man damals da gibt es ja so ein bisschen Geschichte dazu, wieso, weshalb, warum hat man das Auto gekürzt. Ja. Okay, jetzt kommt bestimmt irgendwie Rallye-Hormone. Ich habe mich bewusst auch nicht informiert, deswegen war ich genau, das ist aber der Austausch. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich wegen Homologation oder war das einfach, weil der halt flippiger ist, weil kürzerer Radstand? Also genau, das ist schon, weil damals ist man mit dem Urquattro gefahren und da hat der Walter Röhr gesagt, das Auto ist geil, aber Radstand ist nicht so optimal zu Peugeot, Citroën Saxo, was da noch so mitgefahren ist. Und dann hat man gesagt, gut, wir müssen ja gucken, dass wir das Auto irgendwie ein bisschen kompakter kriegen. Ja. Und hat dann einfach mal das Auto genommen, hat das auseinandergeschnitten und wieder zusammengesetzt. Es gibt auch solche skurrilen Fahrzeuge noch im Netz, weil wenn ich diesen Quattro Coupé einfach nehme, auseinanderschneide, 32 cm Kürze. 32 cm? Ja, genau. Ja, genau, das ist gerade hier oben im Dachbereich immer sehr gut sichtbar. Komm gerade mal her, das müsst ihr mal anschauen. Ich finde es halt brutal. Weil es sieht halt wirklich zum Teil surreal aus, ne? Weil die Sitzkonsole, guck mal, die Tür ist halt so super lang, die Sitzkonsole ist da. Und hier geht halt direkt schon die Rückwand halt quasi los. Ne? Also sieht schon wirklich so ein bisschen falsch aus, aber genau das macht es halt. Wir können die Rücksitzbank nachher mal anschauen, weil der kriegt eine Rücksitzbank und dann siehst du mal, wie groß die Rücksitzbank ist. Wahrscheinlich wie bei den 911ern halt so Fuß genau. So, ne? Krass. Okay. Ja, und dann hat man den erstmal gekürzt gehabt und dann ist man mitgefahren und gesagt, gut, ja okay, passt schon, sag ich mal, vom Radstand. Aber wir hatten hier noch eine relativ flache A-Säule. Also Quattro Coupé können wir mal ein Bild reinhauen, denke ich mal, oder? Okay. Hat mal eine relativ flache A-Säule. Was war das Problem? Der Walter Röhrl hat immer quasi auf den Dachholm geschaut. Ja. Und ja, dann hat er gesagt, wir müssen da irgendwas tun, das geht so nicht. Und dann hat man sich am eigenen Markt bedient und dann hat man eben gesehen, dass die zweitürige Limousine, die es von Audi gab, da eigentlich prädestiniert dafür ist, weil große Tür, zweitürige Limousine und steile A-Säule und hat dann eben A-Säule, B-Säule eingesetzt und eben die Tür dazu. Und das war dann die Geburtsstunde vom Sport Quattro. Okay, verstehe. Das heißt, nochmal für mich zusammengefasst, Sport Quattro sind immer die kurzen gewesen früher. Wenn man vom Sport Quattro redet, ist immer kurz. Immer kurz. Und Ur Quattro und Coupé war immer der lange. Genau, richtig. Ja? Okay, gut. Alright, was sehe ich denn noch? Ja, auf jeden Fall schön. Das Geile ist, da muss man trotzdem an den Autos sagen, durch das ist ja jetzt nicht viel dran. Nee. Im Vergleich zu den heutigen Autos ist es ja eigentlich schon vom Machen. Aber wenn ich hier gucke, da ist einfach ein Seilzug jetzt gerade, eine Kurbel für die Scheibe. Ich bin jetzt aber jetzt frage ich mal, was den Dustin. Was denkt denn der Dustin, was so ein Auto nachher fertig wiegt? Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, also wir haben Audi 5-Zylinder, Turbo, wir haben 100.000, habe ich jetzt gesagt, fast schon. Das ist zu krass. Das wäre geil, aber kriegen wir nicht hin. Nee. Wir haben Allrad halt, ne? Ja, einmal das natürlich und wir haben ja auch die S2-Achsen, die wir verbauen und so weiter. Also wir sind bei 1100 Kilo, je nachdem mit ABS, ohne ABS, mit Klimaanlage, ohne Klimaanlage. Liegen wir irgendwo so bei 1100 bis 1200. Musst du ja trotzdem mal durchgehen, weil das ist ja trotzdem
ein Auto. So, ne? Ist ein Auto. Das ist halt, also von der Größe kann man das nicht unterschätzen. Und dann mit der Technik drin, der Motor hat trotzdem Gewicht, ne? Auch wenn es nur 50 oder so ist. Also vor allem Turbotechnik. Ist ja auch ein hat alter immer- Motor, ne? Ist jetzt kein neuer, sage ich jetzt mal. Ja. Deswegen. Und wir haben Armaturenbrett, komplettes Interieur mit Soundanlage, wenn es sein muss, mit Rücksitzbank und so weiter. Dann, ne? doch. Ja. Vor allem wenn du halt so dämmen, ja doch, nee, dann kommt das definitiv hin. Aber wir haben jetzt eben einen Kunde, der sich für ein Fahrzeug entschieden hat mit einem vollwertigen Interieur gegen eine sichtbare Zelle. Okay. Jetzt müssen wir aber die Karosseriesteifigkeit ja trotzdem gewährleisten. Ja. Und wir können jetzt hier nicht mehr reinschauen, aber wir haben hier im nicht sichtbaren Bereich haben wir einen Käfig quasi verbaut. Okay, das heißt eine A-Säule quasi Es so läuft entlang. alles hinten lang, im Schwellerbereich, in der C-Säule hinten lang, übers Dach hinweg haben wir überall Verrohungen drin, genau. Um eben auch legal 600 PS fahren zu können, weil man muss ja sagen, diese Karosserie kann in der Grund- und Ursprungsform von Audi geliefert mit damals maximal, sage ich jetzt mal, 230 PS ausgeliefert. Ne? 600 PS und vor allem auch auf 1100 Kilo. Boah, muss das bocken, ey. Ja, da geht Alter. schon. Vor allem dann noch mit R888, Allrad, kurzer Radstand. Also ich glaube vom Fun-Faktor wird das schon echt Das ist mega. Jetzt wird es leicht brummelig, weil jetzt kommt das Monster gleich ab. Jetzt bin ich schon gespannt. Okay, ich meine, wenn du willst, du kannst da noch mal reinschauen, Ja, dass ja. wir da mal genau einen Blick haben. Wenn du mal guckst, ne? Ich bin ja ein Riesenfan, also ne, Lenkrad Alcantara, so ein typisch einfach geschüsseltes mit einer gelben Naht. Bin ja auch ein Riesenfan. Das ist jetzt hier, ich muss mal gucken, das ist unser richtig verloddertes Werkstattlenkrad, Okay. weil das nehmen wir immer, wenn wir das Auto noch irgendwo bewegen. Ja, verstehe Das kommt ganz zum Schluss erst rein, weil wir haben eben gemerkt, trotz Lenkradschoner etc. verstehe ich. hast du dann einfach kein neues Lenkrad mehr bei der Auslieferung. Ne? Okay, da müssen wir gleich mal gucken. Ey. Und deswegen nehmen wir immer unser Werkstattlenkrad und ja, das wird eigentlich einmal überall eingebaut, bis wir dann das tatsächliche Finale einbauen können. Der kriegt jetzt eben, das können wir uns hinten nochmal anschauen, das richtige Lenkrad, weil da findet man die Naht eben auch wieder. Okay. Der Kunde hat sich für eine hellgraue Naht entschieden im Interieurbereich, Ja. was sich über Sitze, Armaturenbrett, Rücksitzbank und Türverkleidung hinwegzieht. Ja, Das haben wir heißt, das ist schon das super- finale Armaturenbrett. Ist auch Ja, hier, ne? genau. Okay. Das ist original oder habt ihr das auch irgendwie gebaut? Das ist original bezogen. abgeformt, ne? Also vom Original, genau. Ja. Das sieht man nicht. Okay, Dämmung, sonst ist hier auch nicht. Aber wichtiger ist ja eher Form. Ne? Das lass uns mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. So, da sind wir zu Hause. Ne? Hubraum, sind wir noch bei 2,2? Nee. Sag mir. Ja, genau. Wir nehmen jetzt eigentlich immer die 2,5 Liter Motoren, weil Okay. die halt einfach drehmomenttechnisch Ja, ne? besser sind, sage ich jetzt mal. Und können natürlich auch mehr Leistung. Das ist halt immer so, ne? Das ändert halt total dran. Hier nochmal der Kühler, wie er dann quasi da sitzt. Ne? Da vorne haben wir dann eine Wagner Ladeluftkühler, okay. Ja. Auch schon groß, schon Kühlschrank. Gut bei 600 PS, ne? Ja, also wie gesagt, der soll ja auch eigentlich mehr können. Ey, aber wenn man das auch mal sieht, ne? Vor allem dieser Part hier, ne? Wenn ihr das mal anschaut, ne? der Garrett-Lader dazu, dann hier das riesen Wastegate und der Krümmer auch. Himmel, ey. Alles schön thermoisoliert, weil wir hier vorne ja den Luftfilter dann sitzen haben, dass wir keine warme Luft kannst du in anziehen. Deutschland fahren. Das ist halt wirklich was, Ja, kannst du dir ja kaum noch vorstellen, wie das klingen muss. das Man zwitschert ordentlich. Das ist ja der Kauf, also das, was hier sitzt, ist ja eigentlich der Kaufgrund Nummer Oder? 1. Ja, ist doch so. Deswegen kauft man dieses Auto. Meine Güte, ey. Also ich werde schon immer mehr Fan, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, 600 PS, kurzer Radstand, R888 mit diesen Turbo-Sounds und zu wissen, wie fresh das alles gemacht ist. Oh. Ja. Alright. Wir gehen nochmal weiter, bevor es noch Ja, wir gucken mal kurz unendlich hier rein. lange wird. Okay, gerne. Vielleicht. Jetzt kommen die richtigen Insights, ne? Ja. Okay, jetzt sind wir gespannt. Ah, jetzt können wir gucken. Genau. Aber ist das nicht beeindruckend? 600 PS, 770 Newtonmeter. Oder wie Ken Blocks Ding, 1000 PS. Ja. Ich meine, eigentlich heutzutage ist es theoretisch ja nicht groß anders, und du hast halt die ganzen elektronischen Ja. Sachen halt noch quasi mit dabei. Ne? Aber sehr schlank schon damals. Ne? Wenn man so Unfassbar. Also wirklich absolut unfassbar. Und dann einfach so noch so eine Lichtmaschine dran gepfeffert. Boah, geil. Hat schon was, ja? Boah, ist das sexy, ey. Auch mit diesen Kupfermutern. Oh. Das ist jetzt unsere Kupplung und auch unsere eigene Kupplung.
Ah, okay, macht ihr die selber? Ja, genau. Aha. Also lassen wir quasi fertigen für uns, nicht in-house. Aber da ging es einfach darum, dass ab einer gewissen Leistung brauche ich natürlich auch einen gewissen Kupplungsdruck und meistens hat der sich wieder gespiegelt in meinem Wadenbein, wenn ich dann mal irgendwo stand, dass ich dann irgendwann echt im Strahl habe. Ja. Dann haben wir hier die Ansaugbrücke. Das ist. Nee. Die kommt hier drauf. Ah, hier, ja, genau. Ja. Haben wir Das unsere hier eigene ist Wassergalerie. Wasser, ne? Könnt ihr mal schauen. Ne? Also hier geht Wasser in den Block rein, dann zur Kühlung. Hier kommt dann die Ansaugbrücke dann quasi drauf. Hier oben hast du dann den Ventiltrieb und hier geht es dann raus. Ne? Einmal zünden, verbrennen und die Rotze geht dann raus. Hier richtig schön in den Turbolader, treibt dann die Welle an, vorne wird Frischluft angesaugt. Und das ist jetzt so Regelung quasi vom Ladedruck. Ne? Ventil geht auf, wenn du den Maximaldruck erreicht hast. Und hier gehen dann quasi dann die restlichen Abgase dann raus. Ne? Geil. Und da, jetzt geht's ab, Leute. Ich meine, das Auto hat ja auch gerade schon einen riesen Tamtam, also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, kann man quasi sagen. Ne? Ja. Ich meine, von außen sieht er relativ stock aus, auch mit den Felgen. Ist ja auch bestimmt von Yusuf, oder? Ja. Genau. Aber vom Design finde ich echt top. Können auch mal drunter schreiben, wie ihr die findet. Also ich finde das passt sehr, sehr, sehr gut. Eine Nummer größer die Serie jeweils, Vorderachse, Hinterachse. 22 sogar. 22 Zoll. Das ist natürlich kein Performance-Radsatz. Das ist rein Show and Shine. Wir haben die aber auch noch in 2020, was auf diesem Auto mit dieser Leistung jetzt eigentlich herpassen würde. Ja, genau. Wieso mit der Leistung? Mit der Leistung? Ja, wir haben ja jetzt hier unser Upgrade verbaut. Der Motor war ausgebaut, hat ein komplettes Upgrade. Komplett? Ja, der war ausgebaut, komplett neu aufgebaut, Colton Floyd gemacht. Okay. Hubraumvergrößerung. Sogar? Ja. Also auch gebohrt dann also quasi. Ja. Okay, also volle Kanne. Weil ich kenne ja Bose bisher, wo er diese 900 PS Stufe hatte. Ja. Das war dann nur, was wurde für die 900 PS Stufe, was ist da gemacht? Ladeluftkühler, Abgasanlage. 900 PS, überlegt mal. Was kostet so ein 900 PS Kit bei euch? 35 mit TÜV. Okay. Für die keinen TÜV brauchen, nicht weil sie hier in Deutschland keinen wollen, sondern es geht darum, fürs Ausland, wir haben ja auch einen Export, die brauchen dann keinen deutschen TÜV, ist das im Bereich von 30.000 Euro. Okay. Habt ihr dann auch andere EWS oder so drin? Oder ist es so? Nein, alles gleich? Ja. Wir haben eine andere Abgasanlage noch, ist aber auch Option. Würde ich fast an diese Leistung rankommen, sage ich jetzt mal, mit einer Serienabgasanlage. Ja, nicht ganz, aber wir haben noch eine eigene. Weil die halt vom Flow noch mal ein bisschen optimiert ist. Genau. Und jetzt ist Next Step, jetzt ist Vollgas. Jetzt ist Next Step. Vollgas gibt es nicht, da gibt es immer noch Stufen drüber, aber wir haben jetzt auf dem Motorprüfstand 1188 PS gehabt am Motor und sind jetzt eben bei irgendwo so 1300 Motor gesamt und 1100 Radleistung. Von sowas spricht man da, 1100 irgendwas plus. Wie sich das entwickelt, ne? Wie sich das entwickelt. Überleg mal früher, 1300 PS. Ja. 300 PS mehr als damals Bugatti, jetzt mal ohne Scheiß. Also, da geht's schon. Wir reden noch von Doppelkupplungsgetriebe. Normal war ja das immer so ein riesen Schwachpunkt. Da hat man immer mal, ging es ja dann los mit den Wandlern wieder, ne? Mit diesen 8-Gang ZF-Dinger da, wo dann leistet. Aber Getriebe ist das gemacht? Ja, also wir haben an der Kupplung was gemacht natürlich. Okay. Ein paar kleine Geheimnisse brauchen wir ja trotzdem noch fürs Paket. Okay. Ja, also wir haben auf jeden Fall was an der Kupplung gemacht. Okay. Getriebe ist eigentlich Stock. Das ist krass. Ja. Das ist 8-Gang Doppelkupplung und Stock. Aber hängt wahrscheinlich auch zusammen, weil schon Hybrid, ne? Kann ich mir glaube ich vorstellen. Ja, aber wie gesagt, bis jetzt funktioniert. Wir haben keine Ermüdungserscheinungen oder sonst irgendwas dergleichen. Ich meine, wir fahren jetzt auch 1200 Newtonmeter, von dem her, das passt schon. Ja, ihr seid ja da schon Zeit mal gefahren, ne? Was 100, 200, was ist das? Ja, also wir sind ja jetzt einmal im letzten Video beim Jean-Pierre auf NAS 3.8 gefahren, schätzen wir mal. Wir sind jetzt hier schon im Ausland, nicht in Deutschland, sind hier mit dem Auto schon 3,5 Sekunden gefahren bei Trockenen und haben jetzt die nächste Abstimmung. Und sind da im Ausland 3,5 Sekunden, Entschuldigung. 3,3, 3,2 gefahren. Ja. 100. 200. Das ist Bildarbeit. Ja, das hat er mir schon stolz gezeigt, aber geil, ich fand das total. Ne? Ja.
Weil das ist auch so typisch, man muss leider echt sagen, jeder Mechaniker ist auch gleich. Guck mal, du arbeitest den ganzen Tag und schraubst an Autos und dann jedes Mal ist gleich, die kaufen sich dann ähnliche Autos, wo sie dann auch wieder umbauen und dann zieht sich das lange, dann kaufen sie sich wieder ein Auto dazu und ich feiere das, aber ich finde das so geil. Ne? Und die gehen es ja wirklich am Wochenende, ne? Samstag, Sonntag sind die trotzdem noch am sich selber schrauben. Ne? Auch unter der Woche extrem lang. Ja, deswegen, ne? Also der Einsatz hier ist absolut bemerkenswert.